ich kann das wirklich sehr, sehr empfehlen. Das bringt wirklich etwas und dieser Impuls von diesem Kurs ist wirklich also einzigartig, würde ich sagen. Und Irena denkt wirklich sehr, sehr viel daran, also wie man das besser lernt und wie man Flamenco besser verstehen kann. Und sie wird ihren Denkprozess auch uns zeigen. Und das ist am wichtigsten auch für diejenigen, die gerade lernt und so, nicht nur für diejenigen, die schon tanzen. Also ich glaube, das ist auch hilfreich für diejenigen, die schon gut tanzen kann. Aber sie wird trotzdem noch zeigen, wie man besser tanzen kann, wie man besser diesen Tanzart verstehen soll. My name is Rui Xintian. I'm a student at the University of Vienna. Ich habe das so ganz zufällig online gesehen, als ich ein Video vom Flamenco on YouTube schaue und dann habe ich die Information von dem Kurs gesehen, dass es gibt einen Workshop in Vienna und davor habe ich überhaupt keine Vorkenntnis, also habe ich noch keine Kenntnis über diese Schule, aber dann habe ich ein bisschen recherchiert und finde ich gut, das wäre eine schöne Gelegenheit, hier Flamenco zu üben und noch also mehr Impulse von außen zu bekommen. Ich möchte den Unterricht so beschreiben, dass es wirklich sehr, sehr inspirierend, motivierend und also es geht wirklich sehr tief ins Detail. Und die Lehrerin, also Irena, ist wirklich sehr, sehr professionell und sehr sozusagen, also ist wirklich gut. Kann ich nur so beschreiben, also wirklich gut. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ich glaube, das ist so, also dass sie konzentriert sich, also sie hat nicht nur uns Technik oder sozusagen Zapateados beigebracht, sondern auch, also sie hat wirklich versucht, die Grundlage vom Flamenco zu erklären. Also wie zum Beispiel also wie die Musik und Kompass und alles miteinander kombinieren, zusammenarbeitet. Und wir müssen erstmal, was ich am wichtigsten finde, ist, dass sie uns also wirklich Kompass beigebracht und diese Rhythmus beigebracht hat. Und also das ist eigentlich ganz eigenartig. Also der größte Impuls, also sozusagen dieser Überraschungsmoment ist wirklich, dass sie hat uns Kompass beigebracht, also wirklich mit Geduld. Und sie hat wirklich versucht, dass uns alle einmal diese Kompass wirklich zu verstehen und das fertig zu machen. Also mit eigener Kraft nicht nur folgen, sondern mit eigenem Verständnis und mit eigener Kraft, das einmal eine Kompass, eine Einheit fertig zu machen. Und das ist schon, also erst seit diesem Moment habe ich das alles verstanden. Also nicht alles, aber habe ich wirklich die Grundlage von Flamenco verstanden. Und dann bin ich nicht so, dann verstehe ich das, also warum ich noch diese Schritte mache, warum ich gerade also an diesem Moment das machen soll und nicht, und es kommt auch Flexibilität und also eigentlich schon Variante oder so mit hinein. I think I discover many aspects of Flamenco, not only Choreografie oder Schritte, sondern auch also dieser Kurs geht wirklich um alle Fassaden von Flamenco. Also was ist eigentlich die Inspiration und was ist eigentlich also es geht wirklich nicht nur um Technik, sondern auch also wie alle Elemente oder wie die Bewegungen miteinander kombinieren und miteinander zusammenarbeiten, damit das wirklich Flamenco wirkt. Dass ich kann also besser verstehen, dass Flamenco nicht nur Tanz alleine, sondern auch also Musik und also alles, Kompass und Haltung und also das ist wirklich viele Sachen. Und also natürlich muss man üben, bis man das wirklich alle Elemente wirklich gut beherrschen und benutzen und zeigen kann. Aber ja, das ist so diese Zusammenarbeit von alle Elemente, das ist das Wichtigste. Also, und man muss erstmal bewusst also wirklich da bewusst geworden sein, damit man
also wirklich ein Ziel haben, wie man das also wirklich gut machen kann. Das ist wirklich sehr zugänglich für alle. Und ich kann auch bemerken, dass Menschen aus verschiedenen Niveaus also sind wirklich also zusammen in diese Klasse gekommen. Aber wir sind am Ende wirklich, also ich glaube, wir haben wirklich alle am Ende etwas mitgebracht. Spezifisch, weil, also wie zum Beispiel Irena wird uns wirklich alle ansprechen mit Namen, also sie wird unseren Namen wirklich richtig erinnern. Und, und sie schaut uns ganz genau an, also wirklich Einzelne, also wie wir diese Schritte machen und wie wir unsere Kompass zählen. Also sie hat wirklich also auf einzelne Menschen konzentriert. Also nicht nur, sie zeigt nicht nur, sondern sie schaut uns auch an und uns Einzelne an. Ich glaube, dass sie wirklich also nicht nur die Schritte oder grundlegende Elemente lehren, sondern sie fängt wirklich mit der Musik und mit diesem Rhythmus an. Also, und wenn wir schon viel, also wir lernen schon mit Choreografie oder Technik, aber das ist nicht so, dass wir das einfach so durchgehen, sondern sie hat uns wirklich beigebracht, also mitzusingen und mit diesem Rhythmus zu machen und damit wir wirklich besser, also das hat wirklich geholfen, also wirklich mitzusingen und den Rhythmus selber zu schlagen, zu singen und dann noch die Schritte wirklich in diesen Rhythmus einzupassen.